ein Traum, den man gar nicht anfängt zu träumen. Er war ein unglaublicher Arbeiter. Matthäus! Legendärer Spieler bei Bayern München und der hat für den Erfolg und den Ruhm des FC Bayern unglaubliche Verdienste. Lothar! Uli! Servus, grüß dich. Alles okay? Geht's gut? Dass wir noch mal sowas machen, finde ich super. Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Greenkeeper, das wäre was für mich. Ja, das ist ja keine Versöhnung, sondern wir hatten nie ein richtiges Problem. Das war eine momentane Geschichte vor vielen Jahren, wo ich mich über ihn geärgert habe. Aber wer mich kennt, und das weiß er, das ist dann am nächsten Tag auch vergessen. Und deswegen ist es nur eine Geste, die zeigen soll, dass wir eigentlich immer im allerbesten Einvernehmen waren. Er war wahnsinnig ehrgeizig. Er war ein unglaublicher Arbeiter auch. Und er war ein guter Typ. Und er war ein lustiger Kerl immer. Wir sind mal ausgebüxt in Rom 1980, da war er 18 Jahre alt. Irgendwann stand es uns da oben, jeden Abend um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Er war auf dem Platz durch seine Agilität, er hat der liebe Gott hat ihm einen unglaublichen Körper geschenkt, muss man sagen. Und er war ehrgeizig. Er war unglaublich ehrgeizig. Und deshalb hat er die Karriere auch gemacht, die er glücklicherweise gemacht hat. Ja, ich habe eigentlich Mittelstürmer gespielt. Also ich war eigentlich der Torjäger, bin aufgestiegen in die Bayernliga und danach kam der Wechsel nach Mönchengladbach. Jupp Heynckes hat mich dahin gebracht. Ne? Ich bin nach Mönchengladbach gekommen, Jupp Heynckes hat mich ja gesehen bei Herzogenaurach und dann bin ich nach Mönchengladbach gekommen und auf einmal war ich auf der Nummer 6. Und für mich eine neue Position, aber mir war es egal, Hauptsache ich habe gespielt in der Bundesliga. Mein erstes Bundesligator habe ich gemacht bei Borussia Mönchengladbach 1979 gegen Eintracht Braunschweig. Lothar Matthäus, der erst 18 Jahre alte Gladbacher Mittelfeldspieler. Hier kommt er an den Ball. 18 Meter Schuss, 1:0, keine Chance für Bernd Franke. Von 1985, 86, 87 3 Meisterschaften gewonnen. Ich bin von Mönchengladbach nach München gekommen, um Meisterschaften zu gewinnen. Ein regelrechter Befreiungsschluss des Lothar Matthäus. Sein erstes Meisterschaftstor seit seiner Rückkehr. Hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, 3, 4 Spiele. Und dann hatten wir die Spiele in Leverkusen 1992. Und ein Eckball für uns. Alle Spieler waren eigentlich im Strafraum. Mehmet Scholl sieht mich, dass ich am 16er frei stehe. Und das hatten wir schon häufig mal so im Training auch einstudiert. Aber dass der Ball dann so genau in das Dreieck oben reingeht, über die ganzen Köpfe, es war ja der ganze Strafraum war ja eigentlich voll mit Mitspielern und Gegenspielern. Und natürlich ein wunderschönes Tor und für mich auch eine Befreiung. Das war für mich wirklich ein ganz wichtiges Tor. Nicht, weil es so schön war, sondern weil es wichtig für meine Psyche war, um wieder auch an mich selbst zu glauben oder auch die Kritiker ein bisschen verstummen zu lassen. Aber es gab auch Tore, die Meisterschaften entschieden haben. Ich denke an 94. Wir mussten zu Hause oder durften zu Hause gegen Schalke 04 auf keinen Fall verlieren. Ich glaube, in der 55., 60. Minute gab es einen Freistoß für uns und den habe ich dann reingemacht und das war dann praktisch schon der Türöffner für die Meisterschaft, weil danach konnte uns dann wenig passieren. Dann 1986, wo wir auch Meister geworden sind im letzten Spiel. Stuttgart hat gegen Bremen gewonnen. Wir haben gegen Mönchengladbach zu Hause auch 6:0 gewonnen. Und ich habe, so viel ich mich erinnern kann, mein schnellstes Tor in der Bundesliga gemacht, nach 12 Sekunden. Ein Schuss ins lange Eck, auch das wieder der Grundstein zum späteren 6:0-Erfolg, der dann uns zum deutschen Meister gemacht hat. Es waren ja 2 Finale, die ich verloren habe mit dem FC Bayern 1987, das erste Mal. Wir haben gar nicht mehr versucht, das Spiel in den Griff zu bekommen und das ist natürlich dann umso enttäuschender. Wir waren nah dran, den Pokal nach München zu holen.
und beide Finale 2:1 verloren, beide Finale 1:0 in Führung gegangen. Es ist nicht schön, über sowas zu reden, aber das gehört eben auch dazu. Aufstehen, weitermachen. Ich habe 22 Profijahre hinter mir, habe 20 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und natürlich der Höhepunkt 1990, diese Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist der wichtigste, weil ohne diesen Pokal auch nicht die anderen persönlichen Titel. Das ist der Schuh vom WM-Endspiel 1990, wo sich ja viele gefragt haben, warum schießt Lothar Matthäus den Elfmeter nicht, sondern Andi Brehme. In der ersten Halbzeit ist mir dieser Stollen hier rausgebrochen. Das fühlt sich so an, wie wenn ein Zahn locker ist und irgendwann fällt er raus. Also konnte ich mit diesem Schuh nicht mehr weiterspielen und habe in der Halbzeitpause Schuhe gewechselt. Da ich mir dann in der zweiten Halbzeit nicht sicher war, wie es den Elfmeterpfiff gegeben hat, mit den neuen Paar Schuhe einen Elfmeter zu schießen, so einen wichtigen Elfmeter, habe ich zu Andi geguckt und sage, Andi, du weißt doch, in der Halbzeitpause habe ich einen Schuh gewechselt, aufgrund dessen, dass er kaputt war. Schießt du ihn. Und der Andi ist halt hingegangen, hat ihn reingemacht. Ja, es gibt noch eine zweite Geschichte. Und die ist eigentlich unglaubwürdig, aber die ist auch wahr. Wir schauen mal diese Schnürung an. Das ist eine besondere Schnürung, wie in Europa eigentlich selten jemand seinen Schuh schnürt. Das ist eine lockere Schnürung, weil immer jedes zweite Loch praktisch übersprungen wird. 1988 war das Abschiedsspiel von Michel Platini und da hat Diego Maradona mitgespielt. Diego Maradona kam nach Frankreich und hat seine Schuhe vergessen gehabt. Und Diego hat gefragt, hey, hat noch jemand Schuhe dabei? Dann sage ich, Diego, welche Schuhgröße hast du? Und er hat gesagt, so 40, 41. Sage ich, ja, ich habe noch Schuhe dabei. Und er hat mit diesen Schuhen 1988 Platinis Abschiedsspiel gespielt. Und dann habe ich nach dem Spiel gedacht, ja, wenn Diego Maradona mit dieser Schnürung spielen kann, dann kann es ich auch. Und somit, 2 Jahre später, immer noch der Schuh mit der Schnürung von Diego Maradona, WM-Endspiel Deutschland, Argentinien gegen Maradona in Italien. Also auch Diego Maradona hat was dazu beigetragen, nämlich die Schnürung meines Schuhs. 8.3. 22:27 Uhr. Man sieht, es ist nicht gewaschen worden. Ja, nicht nur hier, sondern hier. Also, ja, das war das Trikot. Natürlich sehr emotional nach 12 Jahren Bayern München. Du wusstest genau, das ist es jetzt. Das ist jetzt vorbei. Es gibt kein Bayern München mehr. Ich bin ja dann nach New York gegangen, noch mal ein Jahr, auf den Spuren von Franz Beckenbauer. Ja, und ja, war natürlich ein tolles Abschiedsspiel in Anführungszeichen. Landesmeistercup gegen Real Madrid. Du gewinnst 4:1 zu Hause und das ganze Stadion, also ja, es ist Gänsehaut, heute noch, ja, weil dieser Abschied, schöner hätte ihn auch kein Hollywood-Regisseur schreiben können. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Südkurve, die trägt dich auf Händen, die Südkurve steht hinter dir und deswegen auch den Fans ein großes Dankeschön, die mich bis heute nicht vergessen haben und ich bin jetzt 20 Jahre nicht mehr Spieler des FC Bayern, aber da sieht man auch wieder dieses familiäre, dieses Mir-San-Mir-Gefühl, ist ja nicht nur so in der Mannschaft mit den Betreuern, sondern auch die Fans sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Geschichte des FC Bayern. Das waren ja nie in deinen kühnsten Träumen, war das ja nie zu erwarten, dass man irgendwann mal Weltmeister wird, Weltfußballer. Das ist ein Traum, den man eigentlich gar nicht anfängt zu träumen oder sich gar nicht wagt anfangen zu träumen, weil es ist einfach was, an das man gar nicht denkt, das ist ganz weit weg. Und zum Schluss stehst du da und bist irgendwann mal Weltfußballer gewesen, also es ist schon ein Wahnsinn.